An einem Sommermorgen in der Bergregion von British Columbia strömte helles, weißes Sonnenlicht durch die dichten Kiefernreihen entlang der ruhigen Schotterstraße. Ethan Walker, ein erfahrener Ranger und Tierarzt, fährt mit seinem vertrauten Pickup-Truck inmitten der stillen Umgebung in Richtung der Clearwater Ridge Rangerstation. Das Geräusch der langsam über die Straße rollenden Reifen, vermischt mit dem Duft von Kiefernharz und feuchtem Gras, erzeugte bei dem Mann, der sein ganzes Leben im Wald verbracht hatte, ein sehr vertrautes Gefühl. Ethan hielt das Lenkrad fest umklammert, sein Blick war nach vorn gerichtet, doch seine Gedanken blieben wachsam für alle ungewöhnlichen Vorkommnisse in der Natur. Plötzlich vernahm er ein leises Geräusch vom Straßenrand, woraufhin er instinktiv langsamer fuhr. Es war weder Vogelgezwitscher noch der Waldwind, sondern ein gebrochener, verzweifelter Schrei. Ethan runzelte die Stirn, fuhr den Wagen an den Straßenrand, und dem Parkranger sank sofort das Herz. Er verstand, dass in diesen Bergen und Wäldern jedes Geräusch eine Geschichte des Überlebens in sich trug. Die Autotür öffnete sich langsam, und Ethan stieg mit der Vorsicht eines Menschen aus, der schon zu viel Leid gesehen hatte. Dieser Augenblick markierte den Beginn einer Begegnung, die das Schicksal beider Wesen verändern sollte. Zwischen dem niedrigen grünen Gras und dem kiesigen Boden entdeckte Ethan ein kleines Bärenjunges, das allein am Straßenrand stand. Sein Fell war verfilzt, feucht und schmutzig, und sein Körper war so abgemagert, dass die Folgen der anhaltenden Erschöpfung deutlich sichtbar waren. Die dunklen Augen weiteten sich, erfüllt von Furcht und Hoffnung zugleich, und suchten unentwegt die Umgebung ab, als suchten sie nach einer vertrauten Gestalt. Ethan blickte sich schnell um und suchte nach Spuren der Bärenmutter, fand aber nur den stillen Wald. Es waren keine lauten Geräusche zu hören, keine schweren Schritte in der Nähe, nur eine unheimliche Leere. Das Bärenjunge zögerte einen Moment, dann näherte es sich plötzlich dem Pickup-Truck. Es stand auf seinen Hinterbeinen und kratzte mit einer zitternden Vorderpfote vorsichtig am Türknauf. Diese unschuldige Handlung ähnelte eher einem Flehen als einem wilden Reflex. Ethan spürte einen Kloß im Hals, als ihm klar wurde, dass das kleine Tier völlig allein war. Ihm war bewusst, dass er vor einem Wesen stand, das von der Welt vergessen worden war. Ethan ließ sich langsam in die Hocke gehen und hielt dabei einen sicheren Abstand. Seine Stimme war leise und langsam, um den Bären nicht zu erschrecken. Das Bärenjunge rannte nicht weg, es legte nur den Kopf schief und beschnupperte die Luft um den Mann herum. Sein eingefallener, leerer Bauch ließ deutlich erkennen, dass es schon lange keine richtige Mahlzeit mehr zu sich genommen hatte. Ethan wandte sich seinem Auto zu und holte eine Flasche Notfallmilch heraus, die er auf seinen langen Patrouillen immer bei sich trug. Als der Duft von Milch in der Luft lag, kam der Bär sofort näher, seine Augen leuchteten schwach. Ethan kniete sich hin und hielt die Flasche ruhig, als würde er einen jungen Patienten pflegen. Der Bär stand aufrecht auf seinen Hinterbeinen, die Vorderpfoten umklammerten fest die Milchflasche. In diesem Moment schien die Grenze zwischen Mensch und Tier vollständig zu verschwinden. Was blieb, war absolutes Vertrauen, geschmiedet im Schweigen. Ethan wusste, dass er keine andere Wahl hatte, als dieses Leben zu retten. Nachdem das Bärenjunge die gesamte Milch aus der Flasche getrunken hatte, kehrte es nicht, wie von Ethan vorhergesagt, in den Wald zurück. Sie stand wartend neben ihm, ihre Augen folgten jeder seiner Bewegungen. Als Ethan zum Auto zurückkehrte, folgte ihm der Bär langsam. Jeder noch so kleine Schritt zeugte von absolutem Vertrauen in die Person vor ihr. Ethan öffnete die Autotür, blickte zurück zu dem Bären und seufzte dann, als hätte er gerade eine wichtige Entscheidung getroffen. Er wusste, dass das Bärenjunge nur überleben konnte, wenn er es ins Auto setzte. Der Bär ging gehorsam nah an die Räder heran und zeigte keinerlei Anzeichen von Angst oder Aggression. Als sich das Auto in Bewegung setzte, verschwanden die Bäume in der Ferne allmählich. Ethan fuhr Auto und kommunizierte dabei mit seinen Kollegen in der Rangerstation. Ihm kam ein ungutes Gefühl angesichts der Geschichte dieses Bärenjungen. In der Rangerstation Clearwater Ridge wurde der Bär direkt in den Behandlungsraum gebracht. Ethan zog Handschuhe an und setzte den Bären vorsichtig auf den mit einem sauberen Tuch bedeckten Untersuchungstisch. Das kleine Tier lag still da, seine Augen folgten jeder Bewegung des Arztes. Ethan überprüfte sorgfältig Herzfrequenz, Reflexe und Gelenke des Patienten.
Es gab keine Anzeichen für Knochenbrüche oder schwere Verletzungen. Die erste Diagnose lässt vermuten, dass der Bär aufgrund von längerem Hunger und Stress einfach geschwächt war. Ethan atmete erleichtert auf und hatte das Gefühl, gerade ein zerbrechliches Leben gerettet zu haben. In diesem Moment beschloss er, es Maple zu nennen. Der Name erinnert an den kanadischen Ahornbaum, ein Symbol für Widerstandsfähigkeit und Wiedergeburt. Von diesem Moment an hatte Maple offiziell einen Platz in dieser Welt. Weitere Ranger trafen nach Erhalt von Ethans Benachrichtigung schnell an der Station ein. Sie brachten Informationen mit, die den Behandlungsraum bedrückend erscheinen ließen. Vor 2 Tagen entdeckte das Patrouillenteam den Kadaver einer Bärin am Fuße einer nahegelegenen Klippe. Der Körper lag regungslos zwischen den Felsen und dem Moos, was auf einen unumkehrbaren Sturz hindeutete. Es gab keine Anzeichen von Jagd oder Fallenstellerei, nur einen grausamen Zufall der Natur. Alle wussten, dass Maple der Nachkomme dieser unglücklichen Bärenmutter war. Vielleicht irrte Maple nach dem Tod ihrer Mutter ziellos umher und suchte verzweifelt nach einem Weg zu überleben. Die Straße, auf der Ethan es entdeckte, war auch die Straße, auf der Maple zuletzt Hilfe suchte. Stille senkte sich über den Raum, als alle den kleinen Bären ansahen. In diesem Moment war Maple nicht mehr nur ein Rettungsfall, sondern ein Leben, das ihrer Obhut anvertraut war. Maple wurde in ein großes, naturnahes Gehege direkt hinter der Rangerstation umgesiedelt. Dieser Bereich zeichnet sich durch grünes Gras, weichen Boden und natürliches Sonnenlicht den ganzen Tag über aus. Ethan besucht Maple jeden Tag, um nach ihrem Gesundheitszustand zu sehen, sie zu füttern und ihr Verhalten zu beobachten. Er schaffte es stets, ein Gleichgewicht zu wahren zwischen der Fürsorge für die Tiere und dem Nicht-Unterdrücken ihrer wilden Instinkte. Maple gewöhnte sich allmählich an ihre neue Umgebung und geriet nicht mehr in Panik, wenn jemand auftauchte. Es begann zu spielen, zu rennen, zu springen und neugierig seine Umgebung zu erkunden. Jeden Nachmittag saß Ethan in einiger Entfernung und beobachtete still. Er wusste, dass eine übermäßige Bindung die Rückkehr in den Wald erschweren würde. Dennoch suchten Maples Augen immer nach Ethan, sobald er auftauchte. Die unsichtbare Verbindung zwischen ihnen wurde mit jedem Tag stärker. Maples Verwandlung innerhalb nur eines Monats überraschte alle in der Rangerstation. Sein Körper war fülliger, sein Gang fest und es sprühte vor Energie. Sein braunes Fell wurde dicht und seidig und reflektierte die strahlende Sommersonne. Die Ranger begannen, Maple grundlegende Überlebensfertigkeiten beizubringen. Von der Nahrungssuche in der Natur bis hin zur Reaktion auf Geräusche in Wäldern und Bergen. Maple lernt sehr schnell, als würden seine wilden Instinkte allmählich erwachen. Ethan überwachte seinen Gesundheitszustand weiterhin regelmäßig und dokumentierte jede Veränderung sorgfältig. Er wusste, dass die entscheidendste Phase begonnen hatte. Maple ist nicht mehr das zerbrechliche kleine Bärenjunge, das sie einst am Straßenrand zurückgelassen hatte. Es entwickelt sich allmählich zu einem Geschöpf, das stark genug ist, um den Tiefen des Dschungels zu trotzen. 1 Jahr verging, und Maple war zu einem gesunden jungen Bären herangewachsen. Er war groß und muskulös und hatte ein dichtes Fell, das seinen ganzen Körper bedeckte. Obwohl sie durchaus in der Lage gewesen wäre zu überleben, erkannte Maple Ethan schon von weitem. Es stand auf seinen Hinterbeinen und berührte sanft seine Hand mit den Vorderpfoten, genau wie in alten Zeiten. Ethan lachte laut auf und trat zurück, um den von einem Parkwächter erwarteten angemessenen Abstand zu wahren. Dieser Moment war gleichermaßen herzerwärmend und von professioneller Disziplin geprägt. Maple spielte eine Weile herum, drehte sich dann um und ging zurück in Richtung des tiefen Waldes. Ethan blieb stehen und sah zu, wie die Gestalt des Bären hinter den Bäumen verschwand. Ihm war klar, dass es bei einer erfolgreichen Rettung nicht darum ging, das Tier am Leben zu erhalten. Es geht vielmehr darum, einem Lebewesen die Möglichkeit zu geben, im Einklang mit seiner eigenen Welt zu leben.